einsetzen. Fangen wir an. Das Hilfsverb sein setze ich in einen Satz ein, integriere ich in einen Satz, wenn ich eine Bewegung oder eine Zustandsänderung habe. Das Hilfsverb haben kommt bei allen anderen Verben zum Einsatz. Fangen wir an. Der erste Satz lautet, du, ein neues Auto. Jetzt muss ich mir überlegen, welches Hilfsverb kommt da rein. Kommt das Hilfsverb sein oder haben dort rein? Ist es eine Bewegung oder eine Zustandsänderung? Beides ist nicht der Fall, also in dem Fall haben wir das Wort haben, weil ich keine Bewegung und keine Zustandsveränderung habe. Will sagen, das Hilfsverb haben wird in dem Fall dann so verändert, dass es in die Du-Form hineinpasst. Du hast ein neues Auto. Du hast ein neues Auto. Das Hilfsverb haben wir insofern verändert, als dass wir das in die Du-Form verwandelt haben. Du hast ein neues Auto. Ich Zahnschmerzen. Auch hier ist wieder genau das Gleiche. Wir müssen uns überlegen, habe ich eine Bewegung oder eine Zustandsänderung? Habe ich beides nicht, nutze ich das Hilfsverb haben. Will sagen, ich habe Zahnschmerzen, weil das im Moment der Status ist, den ich gerade habe. Ich habe Zahnschmerzen. Deswegen kommt das Hilfsverb haben da rein, in der veränderten Form der Ich-Form. Tim, groß. Hier muss ich mir auch wieder ganz genau überlegen, habe ich eine Bewegung oder eine Zustandsänderung. Tim ist groß. Tatsächlich wird das abgeleitet von dem Hilfsverb sein. Tim ist für die einzelne Person, Tim ist für die einzelne Person groß. Das Hilfsverb sein verändert sich in die Position für eine einzelne Person ist. Tim ist groß. Der nächste Satz. Sie krank? Das ist eine Frage. Jetzt muss ich mir wieder überlegen, ist es eine Bewegung oder eine Zustandsänderung? Sind Sie krank? Das Hilfsverb sein verändert sich in die Form für Sie. Das Personalpronomen Sie stände davor. So verändert sich das Hilfsverb sein in sind Sie krank? Sind Sie krank? Wir in Barcelona. Hier muss ich mir auch wieder überlegen, Bewegung oder Zustandsveränderung oder keines von beiden. In dem Fall ist es eine Bewegung. Eine Bewegung von einem Ort zu dem anderen Ort. Wir sind von zu Hause losgefahren und sind nach Barcelona gefahren. Wir sagen damit, hier nehme ich das Hilfsverb sein. Wir sind in Barcelona. Das Hilfsverb sein verändert sich wiederum für die mehreren Personen und wir. Von sein auf sind. Wir sind in Barcelona. Wo? Die Kinder. Da ist genau das Gleiche. Hier muss ich mir auch wieder überlegen, eine Bewegung oder eine Zustandsänderung. Und in dem Fall ist es eine Bewegung, weil die Kinder sich von zu Hause, wahrscheinlich von zu Hause, zu einem Ort hinbewegt haben, wo die Eltern sie nicht sofort finden können. So muss ich das Hilfsverb sein einsetzen, um den Satz richtig bilden zu können. Wo sind die Kinder? Wieder mehrere Personen, habt ihr das gemerkt? Das war vorher auch schon. Wir sind in Barcelona. Und hier, wo sind die Kinder? Sind ist einzusetzen, wenn ich mehrere Personen habe. Wenn ich nach mehreren Personen frage, wenn ich eine Zustands- oder eine Bewegung mehrerer Personen habe, dann ist das Hilfsverb sein auf sind zu konjugieren. Ihr Hunger,
So, jetzt muss ich mir überlegen, was ist da los? Findet hier eine Bewegung statt oder eine Zustandsänderung? Die Zustandsänderung wäre, wenn ich etwas gegessen habe. Tatsächlich ist es dann, dass ich dann satt bin. Das ist dann ein Unterschied. Das heißt, wenn ich etwas zu mir nehme, etwas esse, dann ist tatsächlich die Zustandsänderung, dass ich satt bin. Ich bin satt. Das wäre tatsächlich abzuleiten von sein. Hier in dem Fall ist es aber, dass mehrere Personen, also ihr, Hunger haben. Da ist es wieder. So, Hunger haben. Wenn ich aber eine Behauptung aufstelle, muss ich das Hilfsverb haben wieder umkonjugieren in ihr habt Hunger. Ihr habt Hunger. Wenn ich das jetzt auf das vorige Beispiel wieder zurück interpretieren würde, würde ich sagen, ihr seid satt. Tatsächlich ist das dann die Zustandsveränderung oder Zustandsänderung, wenn ich etwas gegessen habe. Der nächste Satz ist, wo Sevilla. Sevilla ist eine Stadt, eine große Stadt, eine schöne Stadt. Wo Sevilla. Da habe ich jetzt auch wieder eine Zustandsänderung, eine Bewegung, eine Ortsangabe in diesem Fall. Das heißt, wo ist Sevilla? Das ist resultiert aus dem Hilfsverb sein. Sein ist konjugiert auf das Wort ist. Wo ist Sevilla? Das Hilfsverb sein ist konjugiert auf wo ist Sevilla. Dann der nächste Satz. Sie Zeit ist wiederum eine Frage. Da kommt rein. Haben Sie Zeit? Das ist eine Frage. Hier kann ich das Hilfsverb komplett reinpacken, ohne dass ich es umkonjugieren müsste. Haben Sie Zeit? Das Auto kaputt? Hier muss ich wieder fragen, ist es eine Bewegung oder eine Zustandsänderung? In dem Fall ist es eine Zustandsänderung, weil das Auto von heile auf kaputt umschlägt. Eine Zustandsänderung negativer Art. Das Auto ist kaputt. Wie ist es? Es ist kaputt. Ist ein Zustand oder auch eine Zustandsänderung. Deswegen kommt das Hilfsverb sein in der Basis dort hinein und ich muss das Ganze umkonjugieren in einen einzelnen Gegenstand. Das Auto ist kaputt. Ich zu Hause. So, das ist wieder eine Ortsangabe mit einem Zustand, mit einer Zustandsänderung. Ich bin von draußen nach Hause gekommen. Ich bin zu Hause. Bin ist auch eine Konjunktion von sein. Ich bin an diesem Ort. Ich bin in Barcelona. Ich bin zu Hause. Für eine Person. Das ist sehr gut. Das ist ein Zustand. Das heißt also, ich kann das Hilfsverb sein dort einsetzen, in der veränderten Form. Das ist sehr gut. Ich verändere das Wort jeweils immer mit der Präposition oder dem Personalpronomen in die jeweilige Art des Satzes. Ich muss mir zuvor einfach nur überlegen, ob es eine Bewegung oder eine Zustandsänderung ist oder gar ein Zustand. Das ist, so ist es. Das ist sehr gut. Das ist ein Zustand, wie es denn ist. Wir, ein schönes Schwimmbad. Hier muss ich mir wieder überlegen, ist es eine Bewegung oder ein Zustand, eine Zustandsänderung? Will aber mit dem Satz sagen, dass ich das Hilfsverb haben einsetze, weil wir haben ein schönes Schwimmbad. Es ist keine Bewegung
und es ist keine Zustandsänderung. Wir haben ein schönes Schwimmbad. Ich? Keine Ahnung. Das ist jetzt auch wieder abzuwägen, ob es das Hilfsverb haben oder sein muss in diesem Satz. Das Hilfsverb sein kann es insofern nicht sein, weil ich keine Bewegung und keine Zustandsänderung habe. Ich habe keine Ahnung, weil ich es nicht weiß. Ich habe keine Ahnung, weil es keine Bewegung ist, weil es keine Zustandsänderung ist. Ich habe ist, wenn ich das Hilfsverb haben umkonjugiert in die Form ich, in das Personalpronomen ich umkonjugiert habe. Ich habe. Liebe Freunde, wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir eine liebe Geste in Form eines Likes da. Abonniert meinen Kanal. So bekommt ihr Bescheid über YouTube, wenn ich neue Videos hochlade. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns in den anderen Videos wieder. Macht's gut, ihr Süßen. Tschüss.